Heute gibt es von mir ein Video zur Insta360 Luna Ultra. Ich habe mir die Creator Combo gekauft, das heißt, ich bin an kein NDA gebunden oder so. Offiziell ist sie in Deutschland noch nicht erhältlich, das heißt, ich musste sie mir importieren. Das hat aber funktioniert und die Kamera habe ich hier. Ich nehme mich jetzt gerade noch mit dem Pocket 4 auf, will aber natürlich sofort hier rüber switchen, um euch zu zeigen, wie das Ganze hier aussieht. Deswegen lasst uns doch direkt beginnen. Ihr könnt hier noch kurz sehen, das Ganze kommt in einem richtig guten Transportcase, der lässt sich leicht öffnen, umdrehen und dann zack, das Ding ist aktiviert und jetzt schalte ich einfach mal um. Ihr seht es vielleicht, ich habe hier jetzt auch das Insta360 Mikrofon angeschlossen bzw. an mir angebracht. Das ist bei der Creator Combo dabei und da läuft jetzt hier auch der Ton darüber. Ihr dürftet mich also hoffentlich gut verstehen. Ich will aber gar nicht lang drum rumreden. Es ist ja eigentlich schon alles über die Kamera gesagt, vielleicht aber nicht unbedingt das Negative. Und ich wollte euch jetzt einfach mal so ein bisschen was erzählen. Ich habe die jetzt schon ein paar Tage, sogar schon länger als eine Woche. Wie gesagt, ich habe sie mir selber importiert und ja, musste deswegen auch ein bisschen drauf warten. Insta360 hat mir die nicht zugeschickt und das hat den Vorteil, dass ich einfach kein NDA unterschreiben musste und jetzt hier einfach frei reden kann. Und ihr seht es hier vielleicht, wir haben wirklich, ich glaube 35, 38 Grad. Es ist mitten am Tag. Ich habe gerade meine Mittagspause. Da will ich das Video hier kurz aufnehmen. Es ist sehr warm, deswegen entschuldigt, falls ich irgendwie vielleicht ein bisschen schwitzig aussehe. Ich nehme aktuell in 4K 60 auf, in dem L-Log-Profil. Also ich werde das Bild nachher auch nur in meine Bearbeitungssoftware einbringen, die LUT drüber legen und sonst gar nichts dran machen. So könnt ihr euch ein Bild drüber machen, wie das Ganze hier aussieht. Wie gesagt, jetzt eben gerade in 4K 60. Und nach meinen ersten Tagen Benutzung habe ich dann schon ein paar Sachen festgestellt, positive wie negative. Die negativen, die werde ich euch nachher alle mal aufzählen. Ich will euch jetzt einfach auch mal zeigen, wie das Ganze hier so real aussieht. Also wenn die Videos wirklich nicht geschönt sind, sondern wie sie aus der Kamera kommen. Ihr seht es hier, ich laufe hier ein bisschen rum. Der Gimbal macht da auch wirklich eine sehr gute Arbeit. Ich habe da jetzt hier gerade ein bisschen Staub drauf. Schauen wir mal, ob das jetzt vielleicht besser ist. Aber so, was ich so an ersten Erfahrungen gemacht habe, war eben, dass der mindestens so gut wie ein Osmo Pocket stabilisiert. Also da gibt es eigentlich gar keine Probleme. Das sieht also schon wirklich sehr gut aus. Was hier natürlich toll ist, wir haben zwei Linsen. Das heißt, wir haben 20 mm und ich glaube, wir haben 60 mm in der zweiten Linse. Wir haben ein optisches Tele. Und ich kann ja gerade die Kamera mal einfach umdrehen. Dann könnt ihr da mal so ein bisschen in die Entfernung schauen und da hinten seht ihr vielleicht den Sender. Wir sind jetzt im Einfachzoom. Jetzt gehe ich mal direkt hoch. Das ist der Zweifachzoom. Der Dreifach sollte jetzt dann wieder optisch sein. Also der Zweifach wurde ja so ein bisschen zusammengerechnet. Von dem Dreifach geht es dann noch hoch in den Sechsfach und der soll, glaube ich, auch komplett ohne Verlust sein. Das könnt ihr euch ja dann gleich mal am Rechner hier anschauen und bewerten. Und dann haben wir noch einen Zwölffach-Modus. Der ist natürlich dann digital und da sieht man dann auch schon ein bisschen, dass das Ganze nicht mehr ganz so toll aussieht. Ich gehe nochmal zurück auf den Sechsfach-Modus. Sollte meiner Meinung nach gut aussehen. Und natürlich der Dreifach-Modus, der hier euch einfach optisch ein bisschen ein Tele reinbringt. Ich laufe hier gerade einfach mal so ein bisschen und dann könnt ihr sehen, wie sich das Bild verhält. Also das ist eigentlich recht stabil. Jetzt laufe ich mal ein bisschen hier zurück, dann könnt ihr das da auch sehen. Ich schwenke hier ein bisschen hoch. Und ich habe jetzt nur Sandalen an, also nicht wirklich irgendwelche weichen Schuhe oder sonst irgendwie was. Ich schwenke jetzt mal wieder zurück und ihr seht es schon, das hier ist jetzt echt die Dreifachkamera. Da ist man natürlich sehr nah dran. Ich kann hier aber mit zwei einfachen Drückern wieder komplett zurückgehen. Ich sehe mich da auf dem Bildschirm. Und das sieht natürlich alles echt gut aus. Jetzt hat die Insta360 natürlich den Vorteil gegenüber auch der Osmo Pocket 4 P Pro, wie auch immer sie heißen wird. Ihr könnt den Bildschirm hier abnehmen. Und das mache ich jetzt einfach mal. Touchscreen-Fernbedienung wird vorbereitet, Deep Tracking starten und ihr seht es hier auch schon, das ist einfach die Fernbedienung. Und das ist wirklich sehr, sehr toll. Das ist auch der Grund, warum ich nicht gewartet habe, um mir die Osmo Pocket 4P zu holen, weil allein dieser kleine abnehmbare Bildschirm und die Fernbedienung machen für mich schon wirklich einen großen Unterschied, weil ich die Kamera dann wirklich auch irgendwo mal hinstellen kann und mich damit aufnehmen kann. Und das machen wir jetzt einfach mal. Denn ich habe den Batteriegriff hier auch dran und der hat unten so kleine Füße, die kann man ausfahren und dann sollte ich die Kamera hier einfach hinstellen können
Und dann probieren wir einfach mal, wie gut die Fernbedienung hier arbeitet. Sie trackt mich immer noch, das funktioniert also auch gut. Wir können jetzt ja mal in den Dreifachzoom. So, und dann gehe ich hier noch ein bisschen runter. So sieht das Ganze dann mit dem Dreifachzoom aus. Wir können mal noch eins hin. So, sechsfach. Der sollte, ja, ich hoffe, verlustfrei sein. Wir werden das ja dann gleich mal sehen. Und ja, wir sehen jetzt einfach auch schon das Bild in der Dynamik. Wir haben hier hinten komplett Sonnenschein. Das ist hier alles komplett hell. Ich bin relativ dunkel. Da bin ich wirklich gespannt, wie das dann am Rechner auch aussehen wird. Ich kann jetzt auch noch mal ein bisschen zurückgehen. Dann haben wir hier die Dynamik da mit den Büschen, die auch ein bisschen dunkel sind. Und wir können ja auch noch mal komplett rausgehen in den Einfachzoom und ein bisschen hochschwenken, dass wir einfach mal alles im Bild haben. Und wie gesagt, die Fernbedienung hier, diese Fernsteuerung, das ist für mich wirklich ja, ein kleiner Gamechanger, der mich eben dazu gebracht hat, direkt die Insta360 Luna Ultra zu bestellen bzw. zu importieren. Als ich sie mir vor 2 Wochen gekauft hatte, da war es so, es gab noch keinen wirklichen Termin für einen Deutschland-Release. Den gibt es jetzt, den kann ich euch mitteilen, wird der 30.06. sein. Da könnt ihr euch das Ganze dann bei eurem Händler vorbestellen. Und ihr seht es auch hier. Also ich sehe es hier auf dem Bildschirm, sie trackt mich immer noch, obwohl ich sehr klein im Bild nur noch bin. Und das funktioniert schon wirklich sehr gut. Ihr habt da einfach den Vorteil, ihr könnt die irgendwo hinstellen. Das ganze Ding hier funktioniert auch noch als Mikrofon. Da muss ich mal schauen. Ich werde vielleicht das Mikrofon hier gleich mal ausstellen. Das mache ich doch jetzt einfach mal. Und dann Aufnahme. Videoaufnahme über integriertes Kamera. Test, Test. Jetzt sollte das hier eigentlich über die Fernbedienung laufen. Da bin ich mal gespannt. Mal schauen. Test, Test. Test. Ja, also das nimmt hier auf. So ist also der Ton mit diesem kleinen Adapterchen hier. Ich kann das hier weiter anpassen und kann hier mal reinreden. Dann hört ihr, wie sich das anhört. Ich hoffe, das übersteuert nicht, wenn ich so nah hier dran habe. Ja, das ist so erstmal die Qualität. Ich nehme den jetzt gleich mal wieder in die Hand und beziehungsweise ich aktiviere hier das Mikrofon wieder. Schalte das ein. Ja. Der zeigt hier zumindest an, Audioaufnahme über Insta360 Mikrofon. Das dürfte jetzt also wieder passen. Und dann habe ich mir hier auf meinem Handy ein bisschen aufgeschrieben, ja, die Nachteile möchte ich mal sagen, beziehungsweise die Sachen, die mir erstmal aufgefallen sind. Wir gehen hier mal direkt in den Dreifachzoom. Ich stehe hier ein bisschen im Schatten, da ist es für mich dann auch angenehmer. Und dann kann ich euch mal so ein bisschen was erzählen, was mir denn hier so aufgefallen ist. Also, als erstes 4K 120. Die Kamera bietet 4K 120. In einigen Videos, auch ich glaube von dem Event in Wetzlar, wo sehr viele Influencer eingeladen wurden, wurde von 4K 240 geredet. Ist nicht an Bord. Also aktuell, die Kamera ist auf dem aktuellen Firmware-Stand, möchte ich es mal nennen. Da kam ein Update, das habe ich direkt durchgeführt. Die Kamera bietet aktuell nur 4K 120, keine 4K 240. Der Osmo Pocket 4 hier bietet 240 und auch der 4P wird 240 bieten. Deswegen hoffe ich, dass die Kamera das noch per Update wieder bekommen wird. Als nächstes die Einschaltzeit. Wenn ihr den Luna Ultra ausgeschaltet habt und der liegt mal über die Nacht da oder sowas und ihr schaltet den ein, ihr müsst da ja einfach den Monitor so drehen, wie es eben auch beim Osmo Pocket funktioniert, dann habt ihr da manchmal ja so ein bisschen eine längere Einschaltzeit. Die braucht da irgendwie 3, 4, 5 Sekunden, bis sie dann hochgefahren ist. Die zeigt euch da toll an in Kooperation mit Leica. Wird wahrscheinlich irgendwann auch mal noch ein Firmware-Update geben, wo das Ganze behoben wird. Hoffe ich zumindest mal. Als nächstes hätte ich hier noch, ja genau, wir haben keine Einstellungen für die Schärfe oder die Rauschunterdrückung. Der Osmo bietet sowas ja auch bei den Bildeinstellungen und ich hoffe, dass die Insta360 das auch irgendwann noch kriegen wird, dass man da eben die Schärfe und die Rauschunterdrückung so ein bisschen aus dem Bild nehmen kann. Wobei ich glaube, ziemlich begeistert bin von dem Bild. Also wie gesagt, ich bin jetzt hier gerade im L-Log-Profil, da werde ich mir das nachher am Rechner auch noch angucken.
Aber wir schauen uns das mal an. Als nächstes habe ich hier stehen keine LUT. Und wie gesagt, ich filme hier im L-Log und das soll jetzt nicht heißen, dass es da keine L-Log LUT gibt, sondern die gibt es von Leica direkt, sondern ihr habt hier auf dem kleinen Bildschirm die Vorschau im L-LUT-Profil, im L-Log-Profil. Und die erscheint euch hier halt wirklich ziemlich flach. Und ihr habt da keine Möglichkeit, da irgendwie ein Farbprofil zu aktivieren, dass es auf dem Bildschirm realer aussieht, wie das, was ihr nachher am Monitor bearbeiten werdet, beziehungsweise in eurer Software bearbeiten werdet. Ich gehe mal davon aus, das wird vielleicht auch irgendwann mal noch per Update kommen. Ich hoffe zeitnah, weil das ist was, das hilft euch wirklich auch ein bisschen bei der Belichtung, beim Einrichten vom Bild. Und wenn wir von der Belichtung reden, dann sind wir gleich beim nächsten Punkt. Ihr habt hier auf dem Bildschirm keinerlei Hinweise über die Belichtung selbst. Also ihr habt da kein Histogramm oder so oder auch Falschfarben, das wäre ja noch schöner. Soll vielleicht auch per Update kommen, weiß ich nicht. Wenn ihr die App verbindet und das Ganze über die App fernsteuert, da könnt ihr ein Histogramm einblenden. Also ich weiß nicht, ob es hier vielleicht ein Platzproblem ist oder sowas. Aber wäre cool, wenn das da vielleicht auch irgendwann mal noch dazukommen würde. Als nächstes, genau, der Zoom-Modus. Ihr seht ja, ich bin hier jetzt gerade im Dreifach-Zoom. Ich kann hier dann in Zweifach-Zoom wechseln, Einfach-Zoom oder eben auch hoch in den Sechsfach-Zoom oder den Zwölffach-Zoom, der wirklich nicht so toll aussieht. Deswegen gehen wir mal zurück ins Sechsfach. Und wie ihr gesehen habt, das Ganze, ich muss durchschalten. Also wenn ich zurück zu 1 will, dann kann ich den entweder hier halten und er zoomt langsam raus. Oder ich kann eben so Schritte machen von einfach, zweifach, dreifach, sechsfach, zwölffach. Das heißt, ich kann keinen Zoom direkt anwählen. Auch hier auf der Fernbedienung, ich kann draufdrücken, dann geht sie in Zweifachmodus, in Dreifachmodus. Und ich habe eben nicht die Möglichkeit, direkt den Einfach- oder den Dreifachmodus auszuwählen. Das wäre für mich was, weil dann bin ich einfach in den optischen Objektiven drin. Da wird nichts digital vergrößert oder so. Ich bin ein Freund davon, ja, nicht digital zu vergrößern, und das wäre natürlich toll, wenn da vielleicht auch mal noch ein Update kommen würde, dass man das Ganze umstellen kann, damit man da nicht immer durch den kompletten Zoom-Bereich durchschalten muss. Als nächstes, ich kann es euch hier vielleicht mal zeigen, ich nehme mal das Tracking raus. Wenn ich hier jetzt so ein bisschen schwenke, ihr seht, das ist alles so ein bisschen, ja, hakelig, möchte ich es mal sagen. Das liegt einfach daran, ihr könnt, ich habe ihn zentriert, wartet mal kurz, ich gehe hier wieder hoch, aktiviere das Tracking auf mich, puste hier die ganzen Fliegen weg. Das liegt einfach daran, ihr könnt die Joystick-Geschwindigkeit noch nicht einstellen. Ich hoffe, das kommt auch noch per Update, weil das wirklich sehr sinnvoll wäre, dass man den Joystick einfach ein bisschen schneller oder auch langsamer einstellen kann, damit man da eben so ein bisschen smoother in der Gegend rumschauen kann, wenn man das Ganze eben fernbedienen will. Ein paar Custom Modes wären noch cool, dass man sich da einfach die Einstellungen schnell abspeichern kann, bietet ja auch der Osmo Pocket, und es wäre natürlich toll, wenn der das auch so ein bisschen bieten würde, dass man da einfach schnell seine Einstellungen abrufen kann, eine Einstellung vielleicht zum Vloggen, eine dann für, ja, Slow Motion oder sowas, wenn dann vielleicht auch die 240 FPS noch kommen. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Ansonsten kann ich eigentlich sagen, zur Akkulaufzeit, ich habe den jetzt schon relativ viel benutzt. Der Akku, gerade mit dem Batteriegriff, das ist wirklich sensationell. Also 2-3 Stunden sind da überhaupt gar kein Problem. Ich nehme eigentlich fast nur in 4K 60 auf, einfach, dass ich da immer noch so eine kleine Slow Motion mit aufnehmen kann. Ich bin im L-Log. Ich werde jetzt gleich noch umstellen auf das normale Farbprofil, dann seht ihr das auch nochmal. Jetzt hier also noch kurz ein Vergleich vom normalen Profil, vom Standardfarbprofil zum L-Log. Ich bin jetzt hier im Standardprofil und werde jetzt gleich direkt nochmal ins L-Log rumschalten, und dann werde ich das Ganze parallel hinlegen und ihr könnt euch das mal anschauen, was das da für einen Unterschied macht. Einmal Standard und einmal L-Log mit dem passenden LUT dazu. Bin dann natürlich auch gespannt, wie das Ganze sich dann noch verhalten wird, wenn es passende ND-Filter dazu gibt. Wie gesagt, die gibt es ja noch nicht. Und dann schauen wir uns auch mal noch kurz das Lowlight-Verhalten an, denn ich war damit gestern Nacht schon draußen. Ich wollte das Video eigentlich gestern schon aufnehmen, da ist dann meine kleine Tochter ein bisschen dazwischen gekommen. Deswegen kann ich euch schon mal sagen, das Lowlight-Verhalten von der Kamera ist natürlich auch super. Ich habe da den Pure-Video-Modus genutzt, also der wirklich für Lowlight gedacht ist. Noch ein kleiner Lowlight-Test. Wir haben jetzt irgendwas um die 11 Uhr nachts. Sorry, dass ich so ein bisschen verschwitzt bin, aber es hat immer noch 30 Grad oder sowas. Und nur mal als Beispiel, ich habe hier
mein iPhone in der Hand und filme mich auch im ganz normalen Modus, 4K mit 30 Bildern, so wie jetzt auch hier auf der Luna Ultra. Und ihr werdet den Unterschied wahrscheinlich schon sehen. Das Bild ist dann wahrscheinlich doch schon einen kleinen Tick noch besser. Also was die Luna da im Lowlight hinkriegt, das ist schon wirklich überragend und richtig, richtig gut. Da geht schon was. Ich laufe jetzt mal kurz zur Kamera. Ich zoome hier wieder raus und ich bringe die Fernbedienung hier wieder an. Also ich muss schon sagen, insgesamt bin ich wirklich sehr zufrieden bis jetzt. Klar, die paar Sachen lassen sich über die Software beheben und ich denke, da wird es auch nicht lang dauern, dass sowas per Software behoben wird. Man merkt einfach, das ist ja eigentlich der erste wirkliche Gimbal so in dem Stil von einem Osmo Pocket, den Insta360 da gebaut hat. Der hat einfach noch so ein paar Sachen, werden da halt noch abgedatet werden müssen. Ansonsten war es das, glaube ich, jetzt eigentlich von mir. Ein Thema ist noch, es gibt aktuell bei Insta360 auch noch gar nicht die ND-Filter und sowas. Also das komplette Zubehör, da gibt es ja auch noch so eine Steuerung, die könnt ihr euch ans Ohr heben, dann sollte es den Gimbal steuern. Die ist auch noch nicht verfügbar. Ich gehe davon aus, dass das Ganze vielleicht nächste Woche dann soweit sein soll. Wobei das noch ein weltweites Thema sein soll. Der Release von der Kamera an sich lief ja eh komisch. Also dann hat auf einmal BH Photo in New York das Ding verfügbar gehabt und verkauft und zwar noch nicht mal richtig vorgestellt. Dann haben sie es wohl schnell released, aber erstmal nur in den USA und ich glaube in Asien. Bei uns gab es keinerlei Info. Alle Influencer warten darauf, dass sie ihre Videos veröffentlichen dürfen. Wie gesagt, ich bin nicht unter NDA, deswegen kann ich das jetzt einfach raushauen mit allem, was ich denke. In der nächsten Woche soll es ja dann auch soweit sein und dann könnt ihr das Ding bestellen. Und ich gehe auch davon aus, dass das gut laufen wird, weil die Luna macht schon einen guten Job. Also von allem, was ich jetzt ausprobiert habe, hat mir das schon sehr, sehr gut gefallen. Gerade die Fernbedienung, die man abnehmen kann. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Die macht das einfach ein bisschen anders. Und auch die Möglichkeiten hier, ihr könnt das Bild reframen und so weiter. Da ist es alles schon auf dem richtigen Weg. Ich bin natürlich auch gespannt, was der Osmo Pocket 4P noch bringt. Der soll ja 17 Stop Dynamik bringen. Das wäre natürlich bildqualitätsmäßig, vor allem wenn wir so Situationen haben mit hellen und dunklen Bereichen, schon nochmal was richtig Krasses. Also da bin ich mal gespannt. Dann war es das jetzt eigentlich erstmal so von mir. Es werden auch noch Videos dazu kommen, Tipps und Tricks und so weiter, klar. Wie immer könnt ihr das da erwarten und dann bin ich mal gespannt, was da noch so über die Updates kommt. Sagt mir doch in den Kommentaren einfach mal, was ihr von der Kamera so haltet. Seid ihr eher Team Insta360 oder seid ihr Team Osmo Pocket 4P? Welchen werdet ihr euch holen? Wollt ihr gar nichts davon? Wollt ihr lieber eine klassische Kamera benutzen? Ohne Gimbal dann natürlich oder tragt ihr einen großen Gimbal mit rum? Wie gesagt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir einfach ein Like da und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert den Kanal für weitere Videos. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.